Nachdem wir ein paar Tage in Belgrad in Serbien waren, um den Geburtstag von Maria zu feiern und uns auch noch ein paar Tage lang Budapest angesehen haben, sind wir mal wieder in einen Zug gesprungen und weitergefahren nach Österreich, erstmal in die Hauptstadt Wien, um uns dort unter anderem die diversen Schlösser anzusehen. Hier zum Beispiel das Schloss Belvedere, das ein Museum ist, wo man sich die diversen Prunksäle anschauen kann, aber auch Kunstausstellungen von alten und neuen Meistern. Etwas weniger bildungsbürgerlich sieht es dann im Praterpark aus, mit seinen vielen unterschiedlichen Achterbahnen, wo man sich ordentlich durchschütteln und durchwirbeln lassen kann. Was natürlich bei keinem einzigen Wien-Urlaub fehlen darf, ist, dass man beim 100-Wasserhaus vorbeischaut, das vor fast 40 Jahren von dem legendären österreichischen Architekten, aber auch Künstler, Maler und Umweltschützer Friedrich Rein 100-Wasser entworfen wurde. Mit seinen farbigen Fassaden kennen wir Millennials das natürlich von diversen Postern. Danach sind wir weitergefahren nach Landskron in Villach. Das befindet sich in der Nähe von der österreichischen Grenze von Italien und Slowenien. Dort sind wir bei einer ziemlich verregneten Wanderung recht zufälligerweise beim Affenberg vorbeigekommen. Das ist eine Forschungseinrichtung von der Uni Wien, wo sie hunderte von japanischen Makaken halten. Die leben dort in einem Naturreservat. Eigentlich sind sie ja nicht in Österreich einheimisch, fühlen sich aber ziemlich in kühlen und gebirgigen Regionen wohl. Sie werden dort in diesem Naturreservat auch gegen die 30 Jahre alt. Normalerweise in der freien Wildbahn werden sie nur 25 Jahre alt. Sie können aber trotzdem ziemlich gut in der freien Wildbahn überleben, also auch in Österreich. Sie sind auch schon einmal ausgebüxt von ihrem Naturreservat und können dort ganz gut zurechtkommen. Deswegen hat man auch einen ziemlich großen Zaun aufgebaut, dass, falls es mal wieder zu einem schlimmeren Sturm kommt, sie nicht einfach wieder alle abhauen können und sie dann ziemlich große Mühe haben, alle wieder einzufangen. Direkt neben dem Affenberg befindet sich noch die Burg Landskron, die man ebenfalls recht schnell zu Fuß vom Affenberg aus erreichen kann. Das ist eine mittelalterliche Wehrburg, die mittlerweile aber eher eine Ruine ist. Dafür hat es dort ein hübsches Restaurant und auch noch einige Tiere, die dort ebenfalls leben, nämlich diverse Greifvögel, also Adler, Milane, aber auch Eulen und so weiter. Sie haben normalerweise auch eine Flugshow. Leider, als wir dort waren, hat es eben geregnet und die Federn von den Tieren waren zu nass und sie konnten nicht mehr fliegen. Wir haben dann auch noch von unserem Hotel aus eine Wanderung gemacht. Es war dort schon ziemlich verschneit, deswegen sind wir persönlich nicht direkt zum allerhöchsten Punkt hochgelaufen, aber waren trotzdem noch überhalb vom Wolkenmeer und konnten uns wie in einem Gemälde fühlen.